Moin Freunde, willkommen zur ersten Ausgabe von den Royal Rumble News. Das ist der zweite Versuch. Das erste Mal habe ich das Ganze ein bisschen steifer mir auf News versucht. Das hat mir im Nachhinein nicht so gut gefallen. Von daher zwar heute so ein bisschen Schreibtischstil auch und ein bisschen mehr entsprechende Umgebung, aber halt ein bisschen lockerer, ne? Von daher stürzen wir uns gleich ins Getümmel. Toy News der letzten Woche, da gab es ein bisschen was. Ich blende euch das immer rechts für euch ein. So eine kleine Ansammlung von Bildern, damit ihr wisst, wovon geredet wird, wie das so aussieht. Ich hoffe, euch gefällt das einigermaßen. Wir fangen an mit Mattel. Die und WWE machen jetzt Ultimate Figures. Sieht sehr stark nach Storm Collectibles aus. Wir haben hier Double Jointed Knees, jede Menge Accessoires und ja, so ein bisschen sogar richtige Klamotten. Also der Ultimate Warrior, der kommt in einem Anzug, also in einem Mantel. Interessant bei Ronda Rousey, wir müssen ein paar Limbs auswechseln und das Ganze mit einer Lederjacke dann auch outfitten. 2 Headsculpts bei Ronda, ein Headsculpt und ein alternatives bei Warrior, austauschbare Hände. Ich finde, das sieht cool aus. Weiter geht's mit Bullethead. Das ist eine Company, von der habe ich noch nichts gehört. Die machen jetzt im 1:6 Sektor weiter, wo Hot Toys gesagt hat, nö, da lassen wir eine Lücke. Auch cool. Die bringen eine Mantis raus im Third Party 1:6 Sektor. Sieht ziemlich cool aus. Ich finde, das Sculpt haut auf jeden Fall hin. Und ja, kommen im Stand ein paar Händen. Klamotten sehen gut aus, nicht zu puffy, funktioniert gut. Und kommen auch noch ein paar andere Sachen im 1:6 Sektor. Wir gehen erstmal auf Transformers G1. Da wird Bot rauskommen aus der gleichnamigen G1-Folge. Macht eine Firma namens Toy Castle. Sieht erstmal ganz gut aus und Kommentare haben schon gezeigt. Hätte ich ja nie gedacht, dass da eine Figur von rauskommt. Von daher schon cool. Weiter geht's mit den kuriosen Jungs von Jizai Toys. Die machen transformierbare Karten jetzt. Könnte auch interessant werden. Kennt ihr vielleicht noch, die haben den transformierbaren Jesus gemacht. Also von denen kriegen wir jetzt ein volles transformierbares Kartenset. Pik Ass, Herz Königin etc. pp. Recht witzig. Ja, alteingesessene Toy World gehen auf den Live-Action-Markt. Die bringen uns Bumblebee aus The Last Night, die kurze Flashback-Variante als Oldtimer. Ist auch interessant. Scale zu Megatron könnte hinkommen. Da war auch noch was anderes. Genau, wir kriegen den Panzer, der so ein bisschen wackelig und senil war, wenn ihr wisst, was ich meine. Den haben wir schon vor ewig gesehen. Ich möchte das so aktuell wie möglich halten, wisst ihr? Also, in dem Sinne, Toy World auch weiterhin macht Exhaust. Die nennen den Waste Gas und das wird im Legends Scale sein. Die haben den letzten schon geteased, als sie ihr Wheeljack Sculpt gezeigt haben. Finde ich auch recht interessant. Weiter geht es mit einem richtig riesigen Ding. Jetzt kommt erstmal ein ziemlicher Load an Optimus Prime. Wie ihr wisst, es kommen ja 3 verschiedene Varianten von Masterpiece Optimus Primes raus. Transform Element, Magic Square Toys und der offizielle Takara Tomy V3. Nebenbei schon mal für euch den finalen Prototypen von Magic Square. Ist auch ein Video. Also kommt jetzt oder müsste gleich, je nachdem wie das mit den Bildern passt, seht ihr ja dann. Ich habe heute ein Transformationsvideo gesehen. Viel zu lang, aber ich verlinke euch das mal unten. Ziemlich geiles Ding. Also das sieht gut aus. Der ist ein starker Contender, muss ich sagen. Dann weiter als Prime. DX9 macht von ihrem Dutch ein Repaint. Die nennen den X39P Phonas in Shattered Glass Farben. Und was ich schon, falls ihr meine News auf Instagram verfolgt, gesagt habe, ich glaube in Shattered Glass kann kein Prime schlecht aussehen. Habe ich irgendwie wirklich das blöde Gefühl. Also ist auf jeden Fall interessant. Ja, dann gab es den finalen Testshot von Zeta Toys Kronos, deren MPG-1 Superior. Auch verdammt fett. Hat man auf der TFCon gesehen, wird ein riesen Parts-Forming-Teil beinhalten, von Knie über Oberschenkel zu Hüfte und der Oberkörper. Im Endeffekt bis zum Schlüsselbein und Silverbolt mit Kopf wird quasi hinten reingeschoben. Gibt viele Gegner dagegen, aber macht das Ding ziemlich stabil, von daher könnte was werden. Iron Factory macht für den Legends Scale die komplette Decepticon Justice Division. Nennen sie Spirits of the DEC und was wir vorher mal, ich glaube beim
bei der letzten TFCon gesehen haben, also 2017, werden die Dinger sich auch kombinieren können. Bei den Bildern jetzt aber bisher leider noch nichts davon. Bin mal gespannt, wie das Ding am Ende aussieht. Wieder 1:6. Hot Toys bringt einen neuen Stormtrooper raus. Stormtrooper kann ich nicht viel zu sagen. Ich bin so gar kein Star Wars Fan. Ich habe die Filme zwar zu Hause, aber ich brauche die Figur nicht zu Hause, wisst ihr. Von daher, ja, das gibt eine ziemlich dicke Änderung, wie ihr das schon gesehen habt. Also das Head Sculpt für den Helm, das sieht eine Ecke besser aus. Puristen werden da wohl zustimmen oder nicht. Kommt auch mit schönen Accessoires. Andere Filmserie, die Turtles. Necker hat zum Turtle Tuesday letzte Woche, morgen schon wieder das nächste, ich weiß, aber zusammengefasst trotzdem, den Shredder gezeigt. Erste Details einmal vom Anzug und von den Klingen und mit dem Speer. Man sieht auch ein Stück vom Foot Soldier und sein Visor. Kommt auch sehr gut. Als nächstes gibt es dann Bad Cube. Die machen ja eine Nature's Line und da gibt es den Shattered Glass Huffer. Den nennen sie Captain Huffy. Ich mag, wie der aussieht, muss ich sagen. Ich weiß nicht, was sagt ihr dazu? Sagt mal in den Comments Bescheid. Also ich finde, der sieht ziemlich cool aus. Vielleicht ein kurioser Kauf. Mal schauen. Einmal drehen zu 1:6. Toys Era hat ihr fertiges Cable Sculpt gezeigt. Und ich muss sagen, ja, da ist so ein bisschen schräg gedreht auch manchmal. Das sieht schon ziemlich cool aus. Also man kann da Josh Brolin erkennen. Die konnten es natürlich nicht 100%ig machen, aber es funktioniert. Wieder Transformers, aber diesmal IDW G1. Planet X geht weg von War for Cybertron, Fall of Cybertron und geht zu IDW Publishings Generation 1 Universum mit der Saurus, deren Ismanios. Kommt auch ziemlich cool, aber wie auch schon ein paar Leute in den Comments sagten, ich muss immer an Nova Prime denken. Von daher, Leute, wo bleibt mein Nova Prime? Ich brauche ein Masterpiece Nova Prime. Mein IDW G1 Shelf sieht scheiße aus. Wisst ihr? Planet X, Generation Toy, ich gucke auch euch an. Dann kommt Flame Toys, das sind auch die letzten. Flame Toys kommt ziemlich fett um die Ecke, deren IDW G1 Masterpiece Star Saber, natürlich nicht transformierbar, sieht richtig fett aus. Und ein großer Teil scheint eine Rüstung zu sein, denn man scheint eine Menge abnehmen zu können und einen alternativen Kopf aufsetzen zu können. Oder Rüstungsteile um den Kopf gehen ab, denn wir werden Saber Mode darstellen können. Was auch immer das heißt. Ich war in der alten Victory und Super God Master Force Serie nicht zu tief drin. Schreibt mal in den Comments, vielleicht wisst ihr da mehr von. Ich wäre euch da sehr dankbar. Und als letztes Ding wird es den IDW G1 Megatron als Full-Ride Model Kit geben. Genauso wie den IDW G1 Prime. Voll beweglich zum Zusammenbauen. Ich bin mal gespannt, was die Farbapplikationen angeht. Denn der Full-Ride Model Kit Attack Mode Prime hat ja ein bisschen flache Farbapplikationen, was ich so gehört, gelesen, mitbekommen habe. Mal schauen, was dabei rauskommt. Beweglichkeit sieht jedenfalls sehr fett aus. Und ja, das waren die News der letzten Woche. Das war das erste Mal. Ich würde mich freuen, wenn ihr das gut findet. Ich mache es natürlich weiter, weil so kann man das auch nochmal zusammenfassen. Sagt mal in den Comments Bescheid, würde mich freuen. Ansonsten ganz normal liken, abonnieren. Ich wünsche euch erstmal eine schöne Woche. Als nächstes gibt es wahrscheinlich den Fans Hobby Power Baser Upgrade Kit. Ich habe Kopf und Hände gekriegt. Schön G1, sieht cool aus. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Reingehauen.